das Schöne ist beim E-Autofahren, man kann sich so voll fallen lassen drin, kein Schalten, keine Automatiklöcher, keine Turbolöcher, einfach volle Beschleunigung, volles Bremsverhalten und immer konstant auf der Strecke. Was habe ich getestet? Vom Groß und Klein, vom Abarth oder vom Kia EV6 oder vom Cupra Born, der da drüben steht. Alles fährt sich einfach fantastisch und vor allem, man hat immer, egal welches Auto man einsteigt, immer diesen sofortigen Kick dabei. Also man tritt drauf und ist weg und das macht einfach Spaß. Wir wollen etwas fürs Klima tun, wir wollen etwas für die Zukunft tun. Das, was der Salzburgring hier hat, das gibt es derzeit noch nirgends. Also es war in der Mobilität tatsächlich noch nie die Chance da, dass man seinen eigenen Treibstoff produziert. Vieles passiert ja sozusagen durch das Nicht-Geplante. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich ein Kapazitätsthema. Und ich glaube einfach, wir haben gerade die richtige Idee zur richtigen Zeit mit dem richtigen Partner an der richtigen Location gehabt. Ja. Also erstens ist es eine Fachmesse. Es ist eine hier Fun-Area und da drüben Ausstelle-Area, wo man einfach auch sich Zeit nehmen kann, sich mit den Dingen in der Tiefe zu befassen. Und das macht halt wirklich auch genial hier, speziell mal am Ort von der Veranstaltung hier. Und dort drüben habe ich gleichzeitig die Masse an Kompetenz, wo man Fragen stellen kann, speziell als technischer Beauftragter von einem Unternehmen, wo man dann mit denjenigen wirklich in die Tiefe gehen kann. Das macht halt einfach glücklich. Der Zündfunken für diese Veranstaltung ist vom Salzburgring ausgegangen. Und ich glaube, der Salzburgring bietet auch die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren. Da gibt es die Fläche. Das heißt, hier kann man den Zugang zur Elektromobilität auch tatsächlich erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Salzburgring hat hier rechtzeitig auf die Zukunft gesetzt, hat rechtzeitig investiert in Ladeinfrastruktur und Technologie. Und diese Ladeinfrastruktur ist ganz, ganz wichtig. Wenn Sie hier 30, 40 Fahrzeuge den ganzen Tag über bewegen, brauchen Sie ein System, dass die Fahrzeuge auch laden können in der Zwischenzeit. Es ist uns gemeinsam mit der Salzburg AG gelungen, 2019 eine moderne Ladeinfrastruktur in Betrieb zu nehmen auf der Rennstrecke, die derzeit immer noch einzigartig ist auf Rennstrecken in Europa. Und ich glaube einfach, das Hintergrundsystem, mit dem wir aufgestellt sind, erlaubt uns auch Entwicklungspotenzial in der Zukunft, um den Rennsport auch im Salzburgring elektrisch zu beherbergen. Rennsport ist immer Performance. Performance hat immer Zeitdruck und ich glaube, da ist die größte Herausforderung für eine Rennstrecke, wenn wir jetzt Rennsport im E-Segment reden, dass die Ladeinfrastruktur für das da ist, um einfach schnell und kurz effizient laden zu können und die Technologie wir als Rennstrecke bedienen können. Ich glaube, da wird noch einiges passieren in den nächsten Jahren, aber ich glaube, wir sind da an vorderster Front mit dabei. Die Mobilität ist einfach ein ganz wichtiger Aspekt unseres Lebens, privat wie auch wirtschaftlich. Eigentlich unsere ganze Wirtschaft würde stillstehen ohne Mobilität. Wir haben diesen Porsche Taycan jetzt ein Jahr lang im Probeeinsatz. Das heißt, wir werden schauen, wie sich die E-Mobilität auch auf den Polizeibereich, auf den Polizeialltag umlegen lässt. Und da schauen wir, dass wir mit diesem Fahrzeug überwiegend im hochrangigen Straßennetz unterwegs sind und hier auch entsprechende Erfahrungswerte sammeln können. Wir stellen hier unsere E-Fahrzeuge aus und schauen auch, was andere Hersteller bzw. andere Firmen hier zu bieten haben. Sie haben hier Pkw, Sie haben Nutzfahrzeuge, Sie haben große Transportfahrzeuge, Sie haben auch Spezialfahrzeuge und natürlich bis zum Zweirad, bis zum Zustellfahrzeug auf 2 Rädern elektrisch angetrieben. Das ist auch ein Thema, das das gesamte Spektrum der Mobilität, der unternehmerischen Mobilität abbildet. Es geht um die Energieeffizienz und wir haben erreicht, dass wir mit 1 Kilowattstunde an Akku ca. 32 Kilometer Reichweite erzielen, womit wir voll happy sind, weil wenn man das auf ein normales Auto vergleicht, sind wir da schon wirklich super dabei. Und das Auto macht einfach aus, es hat eine coole Form. Das, was drinnen steckt, ist eigentlich noch viel cooler, weil wir haben selber die Motorsteuerung entwickelt, wirklich alles selber gemacht, was für einen HTL-Absolventen nicht der Standard eigentlich ist. Also da sind wir eigentlich schon auf Uni-Niveau. Ich habe noch kein Elektroauto. Ich fahre so lang ein altes, bis es nicht mehr geht. Auch das ist energieeffizient, nämlich alles das, was schon produziert ist, auch zu benutzen. Auch die Produktion und Herstellung von Fahrzeugen braucht ja Energie, oft auch fossile Energie. Insofern ist es immer gut, das zu nutzen, was schon da ist, bis es eben nicht mehr geht. Ich
glaube, wichtig ist, dass man sieht, dass sich die Welt der Mobilität verändert. Ich glaube, es geht nicht nur um Elektromobilität, es geht auch um die Zyklen der Zukunft, Batterietechnologien der Zukunft, auch was auf das Thema Wasserstoff hinweist, die Kommunalstrukturen, die Ladenetze dahinter. Ich glaube, da geht es nicht nur ums Auto, sondern um das Gesamte. Und ich glaube, heute ist Elektromobilität sehr akut, kann aber sein, dass die IMFS in 4 Jahren, in 5 Jahren über Wasserstoff vermehrt berichtet. Also ich glaube, die IMFS steht einfach für die Zukunft.